الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Assalamu alaikum. Friede sei mit euch, meine Brüder und Schwestern. Wenn ich mir die Welt anschaue, werden die Menschen ständig in Gruppen eingeteilt. Irgendwer entscheidet dann, wer dazu gehört und wer nicht. Die nicht dazu gehören, werden abgewertet und entmenschlicht. Das sind dann die anderen, die Ausländer, die Schmarotzer, die Kuffar. Ich bin in Wien aufgewachsen und hatte immer einen gemischten Freundeskreis. Da waren Österreicher, Ausländer, Juden, Christen, Nicht-Religiöse und Muslime. Für uns war das ganz normal. Wir waren zwar nicht immer der gleichen Meinung, aber hatten viel Spaß. Als ich dann älter geworden bin und mir die ersten Barthaare gewachsen sind, habe ich gemerkt, dass ich anders bin, dass ich zu einer Minderheit gehöre. Im Gymnasium war ich der einzige Schwarzkopf. Mein Lehrer hat manchmal gesagt, dass ich lieber in die Hauptschule wechseln soll, weil ich es sowieso nicht schaffe und dort unter meinesgleichen wäre. Ich bin dann auch immer schlechter in der Schule geworden. Und so haben auch die Streitereien mit meinen Eltern angefangen und ich war nicht mehr so gern zu Hause. Als ich zum ersten Mal Leute aus der extremistischen Szene kennengelernt habe, war das eine ganz neue Welt für mich. Wir hatten dieselben Interessen, wie Religion, Kampfsport und die gleiche Meinung dazu. Sie waren stark, hatten was zu sagen und ließen sich von anderen nichts gefallen. Ich bin mit offenen Armen empfangen worden. Alle waren nett zu mir. Alles, was ich damals gesucht habe, fand ich dort. Zusammenhalt und Stärke. Es war wie eine neue Familie. Mein älterer Bruder kannte ein paar dieser Leute. Meine Familie machte sich zu der Zeit immer mehr Sorgen. Warum bist du mit diesen Leuten unterwegs? Fragten sie mich. Das sind Idioten, die nichts zu tun haben, den ganzen Tag aus über dieselben Themen zu reden. Das, was sie sagen, hat nichts mit unserer Religion zu tun. Lauf denen nicht hinterher, triff deine eigenen Entscheidungen und steh dazu. Es gab viel Streit, hauptsächlich zum Thema Religion. Ich habe meinen neuen Brüdern gesagt, dass meine Familie was gegen mein neues Leben hat und wie ich mich verhalte. Einer der Älteren hat mich gefragt, beten deine Eltern? Ich habe gesagt, nein, meine Eltern sind Muslime, aber sie beten nicht. Er hat gesagt, Bruder, zwischen Glauben und Unglauben ist nur das Gebet. Wenn sie nicht beten, wie können sie dann Muslime sein? Du musst Takfir auf sie machen, sie zu Ungläubigen erklären und dich von ihnen distanzieren. Ich habe gesagt, das sind meine Eltern, die haben mich großgezogen, mir den Islam gezeigt. Er hat gesagt, Bruder, du musst den Takfir nicht aussprechen, wenn du zu schwach dafür bist. Aber du weißt, dass sie Ungläubige und damit Feinde sind. Behalt das im Hinterkopf. Du darfst deine Eltern zwar respektieren, aber nicht lieben. Am Anfang war das schon schwer, gegenüber den Eltern keine Liebe zu zeigen. Ich war sehr hart und abweisend zu meiner Mutter. Sie hat oft geweint deswegen. Es gab immer mehr Streit. Manchmal war sogar die Polizei zu Hause. Und meine Eltern, die haben mit denen zusammengearbeitet. Zumindest kam es mir so vor. So ist das Vertrauen immer weiter zerbrochen. Im Unterschied zu meiner richtigen Familie gab es bei meinen neuen Brüdern keinen Streit. Wir haben alle die gleichen Sachen gedacht und geglaubt, hatten alle das gleiche Ziel. Das war sehr viel einfacher, als dauernd mit meinen Eltern zu streiten. Daher habe ich fast nur noch Zeit mit den Brüdern verbracht, meine neue Familie. Wir haben uns oft Fotos und Videos von verschiedenen Gruppen angeschaut. Die Geschwister dort sind stark, denn sie leben ihren Glauben ohne Kompromisse, halten sich an alle Regeln und bestärken sich gegenseitig. Ich wollte ein Teil davon sein und etwas Großes erreichen. Für eine gute Sache kämpfen, entweder dort oder hier. In Dar al-Kufar, im Gebiet des Unglaubens. Die Kuffar sind schlecht, dreckig, ihre Herzen sind nicht rein. Sie glauben nicht an Gott. Sie sind unreine Wesen, schlimmer als Hunde, hat es die ganze Zeit geheißen. Ich habe überall Feinde gesehen, sogar zu Hause. Mein Bruder hat nicht locker gelassen und immer wieder versucht, mich rauszuholen. Es war, wie sie gesagt haben, Kufar bik takud. Du musst jene zu Ungläubigen erklären, die nicht mit Gott das Gesetz richten. Al-Wala wal-Bara. Also Loyalität und Lossagung und Vorbilder, die nach diesen Grundsätzen gehandelt haben. Von meinem Bruder wollte ich nichts mehr wissen. Irgendwer hat immer geglaubt, der nächste Scheich zu sein. Immer hat einer versucht, dich zu verbessern. Es waren teilweise sinnlose Battles. Wir haben uns daheim Vorträge angesehen, Argumente gesammelt und dann weiter diskutiert. Aber in Wirklichkeit ging es nur darum, besser zu sein als der andere. Wir durften keine Witze erzählen, gar keine Musik hören, nicht zocken und auch keine anderen Dinge machen, die Spaß machen. Das schwächt den Glauben, haben sie gesagt.
Man durfte keinen Kontakt mit Mädchen haben, selbst wenn sie in dieselbe Klasse ging. Nur mit ihrer Wali im männlichen Vormod wäre das erlaubt gewesen. Ich habe mir gedacht, auch wenn ich hier dabei sein will, diese Regel kann und will ich nicht befolgen. Nach und nach habe ich begonnen, die Regeln zu hinterfragen. Wer sagt, dass das Haram ist? Zeigt mir die Beweise. Irgendwer ist dann immer mit irgendwelchen Versen und Auslegungen von anderen Shuyukh, von anderen religiösen Autoritäten gekommen, um das zu beweisen. Es war sehr verwirrend. Ich wusste nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Eines Tages war ich zu Hause und habe gelesen. Da hörte ich plötzlich Sturm läuten. Ich bin ins Vorzimmer gelaufen und dann sah ich, wie zwei Ältere meinen Bruder angegriffen haben. Obwohl mein Bruder für mich ein Ungläubiger war, habe ich sofort reagiert und bin dazwischen gegangen. Mein Bruder hat mich umarmt, es war wie ein Splitter im Herzen. Ich habe gefühlt, dass die Bindung wieder da war. Wenige Stunden vorher war er noch ein Ungläubiger, ein Hund für mich. Meine kleine Schwester ist auch gekommen, sie fand meine Aktion voll cool, wie im Hollywood, aber auch sehr aggressiv. Wir haben zusammen das erste Mal seit langem nicht mehr gestritten, sondern geredet. Was machst du eigentlich? Du bist gut trainiert und du redest schön, hat er gesagt. Als Muslim muss man alles mit einer schönen Sprache sagen, habe ich ihm geantwortet. Für einen Abend habe ich alles vergessen, die vermeintlichen Feinde, die vermeintlichen Brüder. Und trotzdem habe ich mich besser gefühlt als vorher. Ich habe mir gedacht, warum kann das nicht eigentlich immer so sein? Ich werde nicht mehr blind auf andere hören und Dinge tun, nur weil die Gruppe es sagt. Wenn die Gruppenregeln sagen, du darfst deine Eltern nicht lieben, dann können das keine guten Regeln sein. Und schon gar keine Regeln von Gott. Ich möchte in keine Gruppe sein, die andere Menschen entmenschlicht, als Kuffar oder Hunde oder anderes bezeichnen muss, um sich selber stark zu fühlen. Ich möchte meine eigenen Entscheidungen treffen und selbst die Verantwortung für mein Denken, für mein Handeln übernehmen. Müssen wir nicht eines Tages alle selbst Rechenschaft ablegen? Und zwar für unsere eigenen Taten, für das, was wir getan und nicht getan haben. Heißt es nicht deshalb auch im Koran? Am Tag, da keine Seele für eine andere Seele etwas auszurichten vermag. Und der Befehl wird an jenem Tag, Gott allein zu stehen. Wenn jeder für seine eigenen Taten verantwortlich ist, warum sollten wir dann andere über uns bestimmen lassen? Ich suche mir meine Freunde nicht nach Religion, Hautfarbe oder Staatsangehörigkeit aus, sondern ob sie gute Menschen sind oder nicht. Und auch wenn meine Familie, meine Freunde und ich nicht immer die gleiche Meinung haben und wir auch mal streiten, halten wir trotzdem zusammen. Und alle können ihre Meinung sagen und haben ihre Freiheit, solange sie damit niemand anderem schaden. Das ist mein Weg. Jamal Al-Khatib.